Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE-Kanal. Hier geht es ja im Moment alles über die ketogene Ernährung, Ketose, die 21-Tage-Challenge, die ich hinter mir gelassen habe. Mit euch zusammen haben wir jetzt auch schon vorbei. Und jetzt heißt es natürlich, unser Gewicht halten. Wie halten wir denn jetzt unser Gewicht? Wir haben jetzt 21 Tage lang kein Brot gegessen, kein Süßes gegessen. So langsam können wir uns so rantasten. Und was man da alles überhaupt essen kann, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. So Leute, die 21-Tage-Diät, die ist hinter uns gelassen. Und die meisten, die ich immer so gefragt habe, ja, dürfen wir denn tatsächlich kein Brot essen, kein Süßes essen, kein Obst essen? Natürlich in der reinen Form nein. Aber es gibt Alternativen, ketogenes Brot, ketogene Pudding, ketogene Marmelade. Es gibt so viele Sachen, die werden wir so einzeln mal hier aufarbeiten und auch gemeinsam zusammen backen oder kochen, wie auch immer. Heute habe ich mich mal entschieden, ein ketogenes Brot zu backen. Es gibt natürlich auch diese Eiweißbrote und sowas alles, aber da weiß man nie, was da drin ist. Aber was wir gleich zusammen backen werden, da wissen wir, was wir da selber reingetan haben. So, auf geht's. Wir backen hier heute ein ketogenes Brot. Unsere klassische Ansicht, wir backen Brot ohne Mehl. Seht ihr hier irgendwo Mehl? Nein. Als Mehlersatz ist hier Tahin, ja, so gut wie Sesampaste, Sesamöl, Sesammus, wie ihr das auch nennen mögt. Alles mit reinem Sesam. Dann haben wir hier Backpulver, natürlich unser Backblech, Eier und wir haben hier noch Çörek-Otu, Schwarzkümmel. Den müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber ich kenne das noch von Pide, wenn man in Bayern so Pide hat, hat man doch oben diese schwarzen Körner drauf. Eine Hälfte mache ich mal damit, um mal zu sehen, wie das schmeckt. So, ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, aber wir backen das jetzt mal gemeinsam. Es ist auch mein erstes Mal, dass wir mal gemeinsam was backen. Auf geht's. So. Wir haben eine Schüssel. Wir nehmen 4 Eier. Mal gucken, ob wir das hier so geschlagen kriegen, ohne dass uns da Schalen reinfallen. 1. 2. 3. Und die 4. ganz normale Eier. So, soll auch recht fix gehen eigentlich. Die werden wir jetzt erstmal hier so. Mixer braucht ihr nicht nehmen. Für die paar Sachen, die wir jetzt hier so vorbereiten, braucht man, glaube ich, keinen Mixer. Einfach so mal mit der Hand. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Da tun wir jetzt mal Hälfte von so einem Teelöffel, bisschen Salz mit rein. Weil Brot ohne Salz irgendwie passt nicht. So, dann haben wir unser Backpulver. 2 Teelöffel. 1, 2. Wenn ihr unbedingt Brot essen müsst oder wollt, ist das eine Alternative. Aber dieses Brot habe ich extra nicht in der Ketose gemacht, gegessen, euch gezeigt, sondern wenn ihr die 21 Tage erstmal schon bestanden habt, hinter euch gebracht habt, dann habt ihr schon 21 Tage verzichten können auf Brot, ja? Und jetzt so langsam sich wieder daran zu tasten, ist das eine sehr gute Alternative. Es gibt auch diese fertigen Eiweißbrote und sowas alles. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da anfängt, man weiß nie, was da drin ist genau.
Machen wir lieber selbst. Jetzt kommt unser Tahin ins Spiel. Unsere Sesampaste oder Öl, der ist auch flüssig. Es kommt tatsächlich kein Öl sage ich schon, kein Mehl hier rein. Ja, seht ihr, das ist flüssig. Ein Glas. Kommt immer drauf an, was für ein Backblech ihr habt oder Backform ihr habt. Der war jetzt hier 3 Euro. Ja, war also nicht die Welt. Das kommt jetzt hier rein. Wenn ich dann später weiß, das war zu wenig, dann braucht man auch die Messerei hier nicht machen. Da kann man eigentlich auch, was wollte ich sagen, alles reintun. Hier sind 550 Gramm, steht hier drauf. So, jetzt haben wir alles hier drin. Jetzt müsste sich das Ei mit dem Tahin so verbinden. Ja, ich merke das auch schon. Seht ihr? Die Konsistenz, die wird jetzt wie ein Teig. Seht ihr? Jawohl. Das sieht doch schon mal gut aus. Und das Sesamöl auch, wie gesagt, wir müssen ja unsere guten Fette, unsere guten Öle noch beibehalten. Deswegen ist das wirklich sehr interessant mit diesem Sesampaste oder Öl. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. So, das ist im Prinzip alles. Jetzt kommt alles hier in unsere Backform. Ich bin jetzt selber mal gespannt, ob das klappt. So könnte man einfach reintun, der wird nicht kleben. Warum wird er nicht kleben? Weil das ja schon alles ölig und so ist. Der wird also nicht haften. Ihr könnt aber Alternative natürlich hier noch entweder einölen oder ein Backpapier hier reintun. Wir versuchen das jetzt mal ohne, und wenn uns das nicht glückt, dann wissen wir für nächstes Mal Bescheid. So, jetzt bin ich mal gespannt, dass wir das hier so am besten so, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, einfach mal die ganze Masse hier mal so reintun. Ja, ich hätte wohl auch noch ein bisschen mehr Tahin hinzutun können. Es ist mir jetzt im Moment, Backblech ist ein bisschen zu klein. So. Aber der wird ja auch noch aufgehen, der geht ja auch noch ein bisschen, wird ja noch ein bisschen größer. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So 2 cm, 3 cm ist es doch schon. Ich gucke mal, ob ich hier noch was hier rauskriege. Ah, hier ist noch reichlich drin, Leute. So. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Unser gemeinsames erstes Mal. Normalerweise habe ich jetzt gedacht, der geht bis hier oben hin, aber das war ein bisschen zu wenig. Aber vielleicht durch dieses Backpulver kommt er ja ein bisschen höher. Wir gucken uns das aber trotzdem mal in dieser Form jetzt an und für nächstes Mal wissen wir dann, das waren jetzt 550, die Hälfte. Dann kann man am besten das komplette dann nehmen. Dann haben wir ein bisschen höher, ein dickeres Brot. Jetzt kommt ja hier unser Craig Otto ins Spiel. Ich mache mal nur diese Seite, so ein paar
Ihr könnt auch Sesam drüber tun. Ich mache mal nur die Seite hier. Und das kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen, 170 Grad rein. So sieht's aus. Bisschen wenig, ein bisschen, aber vielleicht kommt er ja ein bisschen höher. Ich bin guter Dinge. Ab in den Ofen damit. So, ich habe jetzt mal in den Ofen getan. 180 Grad habe ich den mal eingestellt. Ich tue mal 20 Minuten Timer und dann gucken wir mal, ob das jetzt was bringt. Mal unser erstes Mal. Leute, ein kleines Update. Schaut mal, der ist tatsächlich hochgegangen. Muss jetzt noch ein bisschen braun werden. Das sieht im Moment wirklich gut aus. Wir machen noch ein letztes Update. Jo, guckt mal Leute. Wunderbar, oder? Das sieht doch schon mal lecker aus. Dann können wir das gleich mal rausholen und seid gespannt. So Leute, ich habe es schon mal rausgeholt. Natürlich sieht das alles schön aus. Wir wissen aber nicht, ob es innen drin auch gut ist. Da kennt ihr ja diese Trick bestimmt hier mit dem Zahnstocher. Ich habe mal hier so ein größeres. Ich steche da jetzt mal rein. Und wenn jetzt hier kein Teig dran ist nicht, dann ist es okay. Hier auch noch mal so ein Piekser. Ja, es ist okay. Dann lassen wir es mal abkühlen und dann geht es zum Schneiden und das Probieren. So, dann bin ich mal gespannt. Es ist jetzt abgekühlt. Wir drehen die ganze Chose mal um. Oder wie würdet ihr das rauskriegen? Ich habe mal an den Seiten so ein bisschen schon so frei gemacht. Und wir drehen das jetzt einfach mal um. Mal gucken, was passiert. Es hat sich, glaube ich, gelöst. Jawohl! Ey Leute, sieht das nicht gut aus? Jetzt müssen wir das nur noch umkriegen. Ist das an einem Stück? Nicht, dass der uns auseinanderfällt? Nee, es ist ein Stück. Ja. So, schon haben wir ein Brot. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen größeren Glas habt, ich habe ja diesen kleinen Glas gehabt, bisschen mehr Masse, dann kommt er auch ein bisschen höher. Also, aber zum Probieren reicht das mal, um erstmal in den Genuss zu kommen, wieder mal ein Stück Brot zu essen. Ich habe auch hier so ein altes Brotmesser mal gefunden. Mal gucken, ob wir das auch so schön schneiden können. Hier, fangen wir mal hier an. Jawohl. Ich mache noch ganz vorsichtig, der ist noch ein bisschen warm. Ich denke mal, wenn er noch mehr abgekühlt ist, wird er noch besser sein. Hier ist das größere Stück hier. Jawohl. Und ey Leute, guckt euch das mal an. Ne? Wirklich ein sehr schönes Brot ohne Mehl. Jetzt muss er nur noch schmecken. Ich schneide mal noch ein paar Stücke und dann werden wir den mal belegen und probieren. Bleibt dran, ich schneide den mal hier noch ein bisschen zu Ende hier, ja? So Leute, jetzt nehmen wir mal am Tisch Platz. Hier ist unser Brot. Ich habe hier Exquisa, habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. Salami haben wir schon mal gegessen, kein Problem. Oliven sowieso jeden Tag Bestandteil. Aber das hier, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich nehme mal so ein bisschen größeres Stück. Wie gesagt, wenn ihr mehr Masse genommen hättet, dann wären die auch ein bisschen größer. Aber da besteht auch die Gefahr, dass man zu viel isst. Also so, ich habe gerade mal geguckt, 85 Kalorien hat eine Scheibe.
aber ein bisschen größere. Ne? Also wenn man jetzt davon 10 Stück verputzt, hat man schon seine 1000 Kalorien weg. Ne? Also um einfach das Gefühl zu haben, weil der Kopf, das Gehirn, das isst ja mit, Brot, ich esse jetzt Brot. Ne? Das allein reicht schon. Ich bin echt mal gespannt, wie das gleich alles so schmeckt. Tu mal so eine leichte Schicht. So, man könnte das jetzt auch so, wie ihr wollt, könnt ihr das natürlich essen, belegen, aber immer versuchen, jetzt nicht mit Honig oder mit Marmelade, das haut nicht hin. Ne? Das ist nicht Sinn und Zweck. Ich nehme mal so ein bisschen dickeres. Zum Beispiel 2 Stück davon, das wird reichen. Jetzt beißen wir mal genüsslich da rein. Man hat eben halt das Gefühl, man hat was belegt, es ist Brot. Nur wir wissen, dass es ohne Mehl ist. Ne? Eine Olive hinterher. Wirklich bei 1 oder 2 Stücken müsst ihr aufhören. Die kann man aber mit zur Arbeit nehmen, nächsten Tag essen. Bin mal gespannt, wie meine Tochter darauf reagiert. Die wird bestimmt denken, das ist Kuchen. Aber sehr, sehr lecker. Kann ich euch empfehlen, Leute. Aber bitte erst, wenn ihr die 21 Tage hinter euch habt, dann versucht so langsam an solche Sachen ranzugehen, wo auch mal ein bisschen mehr Kalorien, mehr Kohlenhydrate. Hier ist ja gar kein Kohlenhydrate drin. Ich habe gerade noch mal geguckt, was wir gerade reingetan haben, dieses Backpulver, 1 Milligramm oder so, 1 Gramm. Ne? Aber wenn man jetzt natürlich das Ganze isst, ist klar, wegen den Sesam, wegen den Öl, ist man mit der Kalorienzahl dann eben halt so hoch. Okay, es ist uns gut gelungen, wir haben das super hinbekommen. Ich hoffe, ihr macht es nach und bekommt es auch so lecker hin und habt dann einen schönen, leckeren Gefühl dafür, dass ihr wieder mal lecker Brot isst. In diesem Sinne, bis in einem anderen Video hier auf Kochschule. Ui! Ciao Leute!